technologiegetriebene Implementierung von VR, aber von generell neuer Technologie, wird immer wieder beklagt. Und das ist uns bewusst und darum haben wir auch angefangen mit dem didaktischen Konzept. Also zuerst haben wir uns die didaktischen Fragen gestellt, bevor wir uns den technologischen Möglichkeiten haben, gewidmet. Die Idee ist, dass wir für die Berufsbildung geeignete VS-Szenarien erstellen können. Da jetzt ganz konkret für Montageelektriker, die ihnen erlauben, gewisse Fertigkeiten im Virtuellen auszuprobieren. Die eigentliche Motivation oder der Treiber dahinter ist die Flexibilisierung von diesen verschiedenen Lernorten in der Berufsbildung. Und auch noch der Fairness-Gedanke, weil nicht alle Lehrlinge haben die gleichen Voraussetzungen, um die Handlungskompetenzen zu erlernen. Ja, wir arbeiten in den Starkstromanlagen und wenn man da am dümmsten Ort anlangt, sage ich jetzt einmal, kann es doch tödlich enden unter Umständen. Ich finde es eine coole Idee. So als Ergänzung zum praktischen Messen, was wir wirklich an der Wand machen können. Und Fehler verzeiht es eher, wenn man es virtuell macht, wenn man wirklich an der Wand, an der elektrischen Installation messen. Also ich finde es eine coole Ergänzung zum Praktischen. Die grösste Herausforderung ist schon die Art und Weise, wie die Interaktion möglichst intuitiv erfolgen kann. Und intuitiv heisst ja, dass ich im virtuellen Raum mich wirklich quasi analog verhalten kann, wie in der Realität. Wegen der Steuerung war es halt noch ein bisschen komisch. Zuerst musste herausfinden, so wie was funktioniert. Aber nach einer Zeit, als ich dann begriffen habe, so bewege ich mich, so dann ich mich teleportieren und so weiter, ist dann schon einfach gewesen. Ich kann mir schon vorstellen, wenn man jetzt sagen wir mal, man kein Messgerät oder so hat, dass man das so etwas auch benutzen kann. Aber momentan würde ich schon an die Wand bevorzugen. Was hat es für ein Potenzial als Lerntechnologie in der Schweiz primär? Aber wir wollen auch schauen, in einem Test, was für ein Potenzial hat es in Tansania. Für Tansania muss man eigentlich fast die ganze Anwendung ändern, denn sie haben nicht dieselben Geräte, nicht dieselben Steckdosen. Wir müssen alle Objekte neu machen und dann auch die Mechanik ein bisschen ändern. Natürlich gibt es einen Haufen so qualitative Aspekte, die ich finde, haben genauso eine Wichtigkeit. Und nicht nur der Lernerfolg, es ist zum Beispiel auch einfach der Spass haben etwas und auch vielleicht einmal eine Abwechslung vom Alltag.